Willkommen auf Studio Bonn. Mein Name ist Michael. Triumph Professional Care. Oral B Braun. Okay. Wir tauschen hier an so einer relativ teuren elektrischen Zahnbürste mal den Akku, weil dieser hat das Zeitliche gesegnet und kann relativ preiswert ausgetauscht werden. In einem Link unten könnt ihr sehen, wie viel so ein Akku kostet. Auf jeden Fall ein Bruchteil dessen, was so eine komplette Zahnbürste kostet. Wir brauchen auf jeden Fall einen Torx T6 Schraubendreher, Lötkolben und den Ersatzakku. Wie kriegen wir das ganze Ding auf? Auf der Unterseite, da haben wir nämlich so etwas Dreieckiges im Kreis. Also nicht das Runde muss ins Eckige, sondern das Dreieckige muss raus. Dafür nehmen wir hier den Schraubendreher. Wie gesagt, der wird mitgeliefert. Sei es jetzt an dem Netzstecker oder aber auch an dem Aufladeteil, je nachdem, was für ein Modell ihr da benutzt. Wenn man das dann aufgeschraubt hat, kann man das dann entsprechend entnehmen. Das geht jetzt nicht so leicht, wie ihr das hier seht, weil nach einigen Jahren ist der Akku ja erst fällig und dementsprechenderweise viel Zahncreme in Verbindung mit Wasser ist in diesen Dichtungsbereich hineingekommen. Nicht ins Gehäuse, aber so viel, dass es auf jeden Fall relativ gut verklebt. Ich würde also empfehlen, beim Abziehen das Ganze so ein bisschen hin und her zu wackeln, auf jeden Fall nicht mit einem Schraubendreher dazwischen gehen, weil das kann das Gehäuse nachhaltig beschädigen. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, das gesamte Innenteil, das muss jetzt raus und zwar kommt das von vorne nach hinten in diese Richtung raus. Können wir da auf der Rückseite etwas irgendwie noch zusätzlich abschrauben? Das Ding da? Nein, das hat überhaupt keine Bedeutung. Wofür das ist, weiß ich auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier oben dieses blaue, diesen Dichtungsring, den müssen wir auf jeden Fall abmachen, sonst funktioniert hier gar nichts. Und den kriegen wir ja nur mit relativer Gewalt los. Das heißt, erstmal mit dem Fingernagel irgendwie drunter gehen, weil da sind natürlich auch irgendwelche Reste von Zahncreme und Wasser drin, die das Ganze ein bisschen festpappen. Aber wie gesagt, mit dem Fingernagel drunter her, das geht relativ gut los. Aber den Ring selbst loskriegen, das geht dann doch nur mit Werkzeug, sprich mit so einem Schraubendreher. Den habe ich dann auch ein bisschen weiter gedreht und dann immer ein bisschen von unten nach oben gehebelt, bis auf einmal das ganze Ding ein Plöpp macht. Ja, und dann ist er entsprechenderweise gelöst. Den legen wir schön zur Seite, machen den nachher natürlich sauber. Kriegen wir das jetzt immer noch nicht raus. Wieso das denn? Wo hakt das dann jetzt? Also im wahrsten Sinne des Wortes hakt das. Und zwar gibt es hier an diesem Kunststoffkorpus, den ihr innen drin seht, zwei kleine Widerhaken, wie auch immer. Einmal an der Seite und einmal auf der anderen Seite. Die ragen von innen nach außen an das Gehäuse dran und müssen entsprechenderweise kurz zurückgebogen werden. Gleichzeitig das Gehäuse nach unten drücken auf einer Tischplatte und dann plöppt das Ganze wieder raus. Na, hier plöppt ziemlich viel, muss ich sagen. Jetzt können wir das gesamte Teil halt aus dem Gehäuse herausziehen. Ihr seht dabei diese leichte Verschmutzung. Das sind Zahncreme-Reste, die dann aus dem Gehäuse rausgefallen sind. Jetzt können wir uns das ganze Teil mal angucken. Was haben wir denn hier überhaupt? Da haben wir einmal den alten Akku, dann die Abteilung Motor und Getriebe, eins weiter. Na, Schärfe, wo bleibt sie? Dann haben wir auf der Oberseite die Hauptplatine. Na gut, es gibt ja nur eine, das ist der Ein- und Ausschalter, das ist der Modusschalter. So, und dann haben wir direkt hier etwas, wir müssen den Akku nämlich auslöten. Da haben wir Lötpunkt Nummer 1 und Lötpunkt Nummer 2. Ja toll, der ist irgendwo da drunter. Das heißt, wir müssen das Display lösen und das geht nur mit einem entsprechenden Werkzeug und zwar ist es ein Torx T6 von der Größe. Versucht das bitte nicht mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder sonst irgendwie. Ihr macht die Schraube im höchsten Fall kaputt. Lose kriegt ihr die so nicht. Jetzt wollen wir das abnehmen und schon wieder gibt es kleine Widerhaken. Das ist ja sagenhaft, wer sich da die Mühe gegeben hat, da mit solchen Widerhaken die ganze Zeit zu arbeiten. Da hebeln wir mal eben mit dem Schraubendreher drunter, können halt dieses schwarze etwas hochdrücken mit dem Daumen und dann auf einmal geht das Ganze nach oben weg. Sofort ist das Display auch aus, das heißt die elektrische Verbindung wird ebenfalls dadurch unterbrochen und man kann es so zur Seite hin rausziehen. Braucht keine Angst zu haben, da sind keine Kabel dran oder ähnliches. Da haben wir den zweiten Lötpunkt, den wir natürlich auslöten müssen. Das machen wir mit einer Entlötsaugpumpe, könnt ihr auch mit Entlötlitze machen, wie auch immer. Ich bin da ein bisschen voll gewesen, ich habe den Kontakt nachher dann so ein bisschen zur Seite gebogen, auf der Unterseite, ja, etwas ähnlich. Oben habe ich den dann
rausdrücken wollen, muss dabei den Akku aus der Halterung natürlich auch etwas so rausplöppen. Schon wieder plöppen, ja. Okay, und dann habe ich mir einen großen Verbündeten gesucht, den nenne ich mal ganz locker Schwerkraft. Das heißt, ich habe den Lötpunkt oben heiß gemacht und den Akku einfach mal rausfallen lassen, das reicht. Das Lötauge ist zu dem Zeitpunkt dann direkt frei gewesen. Jetzt haben wir den neuen und den alten Akku nebeneinander. Wie man da sieht, da muss etwas weggeschnitten werden, damit es auch passt. Nehmt bitte eine kürzere Schere, ich hatte nur eine ganz lange zur Verfügung, das geht ein bisschen blöd. So, kann man aber dann den neuen Akku mal eben locker reinstecken und dann die Kontakte einfach umbiegen. Unten übrigens der Minuspol und oben der Pluspol. Dadurch, dass ich oben den etwas länger gelassen habe, kann ich den mit der Zange noch ein bisschen rausziehen, um ihn dann umzubiegen. Einmal lustig verlöten und im Prinzip war es das auch schon. So sieht es dann von der Rückseite aus. Die Kontakte sind dann ein bisschen zur Seite gebogen, aber die sind lang genug gewesen bei meinem Modell. Funktioniert einwandfrei. So, hier haben wir die zuvor entfernte Feder. Die muss wieder eingesetzt werden. Wofür die wirklich da ist, kann ich noch nicht mal genau sagen. Aber ich weiß nur, dass die dann, je nachdem, was für ein Akkutyp man verbaut hat, es gibt kleinere und größere, ich habe hier natürlich auch den größeren genommen, geht das Ding relativ schwer rein, aber es geht rein. Mit der Unterstützung von einem kleinen Schraubendreher funktioniert das einwandfrei. Jetzt können wir das Display auch wieder aufstecken. So, darauf achten, dass die zwei Stifte in diese Löcher da reingehen und rechts und links plöppt das dann von sich aus wieder fest. Sofort fängt das Display an zu blinken, aber komplett leer. Egal, wir haben auf jeden Fall das neue Teil so weit drin, dass es schon mal ein bisschen Stromfluss da ist. Jetzt brauchen wir das nur noch festzuschrauben und dann, ja, Zusammenbau umgekehrt zum Auseinandernehmen. Nur mit etwas weniger Werkzeug, weil diese Sachen hier, das mit diesen kleinen Klemmerchen an der Seite, das können wir dann auch wieder drauf plöppen. Bitte kein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ich plöpp gesagt habe, ein Heben, länger leben. Nein, nein, machen wir nicht. Bevor wir uns an diesen Dichtungsring geben, erst unten den Boden befestigen. So, und der Dichtungsring, ja, das geht relativ schwer, aber schlussendlich plöppt auch der da drauf. So, eine Funktionskontrolle macht jetzt noch keinen Sinn, weil der Akku wirklich entsprechend tief entladen ist. Also, den jetzt mal kurz ans Ladegerät halten. Ich habe das jetzt für 5-6 Minuten nur gemacht, nur um mal zu sehen, ob es jetzt auch wirklich funktioniert oder nicht. Und nach wenigen Minuten habe ich das Teil nur mal ganz kurz angemacht. Ah, man hört etwas. Okay, soweit hat das funktioniert. Nachmachen auf eigene Gefahr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.